안녕하세요 여러분, 저는 지시카요 만났어. 반갑습니다. Hi alle zusammen. Wie wahrscheinlich einige von euch aus meinem ersten Live-Update wissen, wollte ich schon immer für längere Zeit mal ins Ausland gehen und seit einigen Jahren beschäftige ich mich nun intensiver auch mit dem Thema und vergleiche diverse Organisationen miteinander und schaue einfach, welche am besten zu mir passt. Und jetzt habe ich es getan. Ich habe mich für eine Language School entschieden und auch schon beworben. Yay! Oh mein Gott! Ich bin so gespannt. Und ich bin durch eine Bekannte auf Gogo Hanguk aufmerksam geworden und genau das ist auch die Organisation, für die ich mich letztendlich entschieden habe. Da ich jedoch auch nicht jeden Preis für eine Organisation zahlen wollte, habe ich mich jetzt nun für eine gute Organisation meiner Meinung nach entschieden, jedoch auch eine nicht so teure Möglichkeit. Für manche mag es teuer erscheinen, jedoch habe ich wirklich sehr viele Organisationen miteinander verglichen und im Vergleich zu anderen ist sie einfach viel, viel billiger. Gogo Hanguk ist eine Organisation, die sich speziell mit Südkorea befasst und die dir beim Bewerbungsverfahren hilft. Also es ist keine normale Organisation, die ein eigenes Sprachinstitut hat, sondern Gogo Hanguk hilft einem beim ganzen Bewerbungsverfahren, welche Unterlagen man benötigt und wie man sich auch bei der Universität dann in Korea bewirbt. Bei Gogo Hanguk habe ich auch einen persönlichen Mentoren, den ich zu jeder Zeit einfach fragen kann, falls irgendwelche Sachen unklar sind. Und aufgrund der Zeitverschiebung ist es eigentlich auch gar kein Problem. Er antwortet mir eigentlich immer innerhalb von einem Tag, also relativ schnell. Und wie genau läuft das Bewerbungsverfahren ab? Nummer 1 ist, dass man einfach in Kontakt mit Gogo Hanguk tritt und dann dem Team einfach schreibt, welches Programm man dann gerne machen möchte und dem Team auch dann erklären, zu welcher Uni man gerne möchte, also entweder in Seoul, Busan oder Daegu. Diese unterscheiden sich aber auch preislich, muss man schon sagen. Also Seoul ist eines der teuersten. Nummer 2. Ihr müsst dann eure Unterlagen an die zuständige Person von euch schicken. Bei mir ist es jetzt persönlich jemand Englischsprachiges. Und kleiner Tipp, Gogo Hanguk hat auch mehrsprachiges Personal. Also falls ihr besser sein solltet in zum Beispiel Italienisch oder Spanisch, könnt ihr auch einen Mentoren bekommen, der Italienisch oder euch die ganzen Unterlagen auf Spanisch oder so schickt. Das erste Dokument, das ihr benötigt, ist euer Abschlusszeugnis und auch eure Schulbescheinigung. Und zwar, ihr braucht mindestens einen College-Abschluss, also 12 Jahre Schule. Das zweite Dokument, das ihr benötigt, ist ein Scan von eurem Reisepass und auch beachten, dass euer Reisepass jetzt nicht in naher Zukunft auslaufen sollte. Also er sollte schon noch ein paar Jahre gültig sein. Dann benötigt ihr noch ein Passfoto nach koreanischem Standard. Ihr könnt dann einfach ins Fotostudio gehen oder auch im Internet nachschauen, was denn die Standards sind, also die Maße. Und zum Beispiel da muss man die Uhren zeigen und einen weißen Hintergrund und so haben. Also das sind dann alles so Sachen, worauf man dann achten muss. Denn ihr braucht das Passbild dann für eure Alien Registration Card. Und eine weitere Sache, die ihr natürlich auch einschicken müsst, ist euer Bewerbungsbogen. Diesen bekommt ihr dann von dem Mitarbeiter von Gogo Hanguk per E-Mail zugesendet. Ihr müsst ihr dann ausfüllen, einfach abscannen und dann alles per E-Mail zu denen senden. Ein weiteres Dokument, das ihr dann benötigt, ist auch ein Nachweis von eurem Kontostand, denn ihr braucht mindestens 10.000 US-Dollar auf eurem Konto und zwar 6 Monate bevor ihr nach Korea geht, schon drauf. Dies ist einfach, also das müsst ihr nicht zahlen, keine Angst. Das ist einfach nur als Nachweis, dass ihr das Geld habt. Nur im Fall der Fälle, dass ihr die Möglichkeit habt, euch in Korea dann über Wasser zu halten und dass ihr im Ernstfall auch Geld habt, um wahrscheinlich wieder einen Flug zurückzunehmen. Und da bitte auch beachten, das Dokument muss auf Englisch sein und auch in eurem Namen. Und die Bank hat auch extra eine Abteilung dafür. Da könnt ihr dann einfach nachfragen, das ist so ein Studentenprogramm, glaube ich, war das. Die erstellen euch dann auch das Dokument, was ihr dann auf Englisch braucht und wie ihr es auch braucht. Also die haben dann das schon so vorgefertigt, dass sie es nur noch eigentlich einsetzen müssen. Geht auch ganz schnell. Und nein, es heißt nur Studentenprogramm, ihr müsst kein Student sein, keine Angst. Ich bin auch kein Student und bin auch in dem Programm drinnen. Und ihr könnt euch da einfach melden, sagen, ja, ich brauche für Korea jetzt das und das Dokument, ich brauche einen Nachweis, dass ich das Geld habe. Ich habe gehört, da gibt es so ein Studentenprogramm, wo mir dann dabei hilft. Und dann müsste die Bank normalerweise eigentlich Bescheid wissen. Und eine weitere Sache, die ihr von der Bank braucht, ist eine Übersicht von den letzten 6 Monaten, damit die nachvollziehen können, dass ihr das Geld, also diese 10.000 US-Dollar, schon 6 Monate vorher auf eurem Konto hattet. Also und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr halt anfangen möchtet.
Und bitte nicht die Dokumente verlieren, denn ihr braucht sie wieder. Wenn ihr dann nach Korea geht, müsst ihr alle Dokumente mit nach Korea bringen. Und zwar die Übersetzung und die Originalkopie. Und jetzt kommt die große Geldfrage. Was kostet das alles? Und falls euch meine Themen interessieren, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, würde mich persönlich mega freuen. Und ich werde auch in naher Zukunft jetzt mehr Videos zu wie läuft mein Bewerbungsverfahren für die koreanische Uni ab und zum Visum würde ich noch gerne Videos machen, dann zur Quarantäne und dem ganzen Prozess einfach werde ich euch jetzt immer mal wieder mitnehmen. Und ich hoffe auch immer mehr. Danke fürs Zuschauen, Leute. Nicht vergessen zu liken, zu subscriben, einen Kommentar dazu lassen und vielleicht die Bell zu aktivieren, falls euch meine Themen interessieren.